Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute zu einem traurigen Anlass. Ich glaube, jeder Auto- und Motorsport-Fan weltweit hat es mitbekommen. Am 4. Mai diesen Jahres ist Jochen Mass verstorben. Und es gibt schon zahlreiche Nachrufe, auch bei mir auf dem Kanal konntet ihr was lesen und hören, konntet ihr natürlich den Podcast mit ihm, den ich im November letzten Jahres noch aufnehmen konnte. Da reden wir ausführlich über sein sehr, sehr buntes Leben und ein Wegbegleiter, der einen großen Teil dieses bunten Lebens miterlebt hat, ist Rainer Braun und mit dem bin ich jetzt verbunden und mit dem möchte ich über die Kölner Jahre reden, bis einschließlich 1975 und ich glaube, das waren wilde Zeiten. Rainer, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Carsten. Wieder mal ein trauriger Anlass, wie du schon gesagt hast. Das fällt mir alles immer nie so leicht, das nochmal aufzurollen, denn es sind alles liebe, gute Freunde und Weggefährten, die da gegangen sind bisher, einschließlich Jochen, den ich in Köln erlebt habe ab 1970. Und da denken wir alle sehr gerne an diese Zeit, denn es war eine unbeschwerte Zeit hier. Es war eine lustige, fröhliche Zeit im Kreise von Gleichgesinnten. Da hat sich ja in Köln um diese Zeit, so 69, 70 etwa, hat sich da eine Gruppe zusammengefunden. Das war schon eine brisante Mischung, muss man sagen. Da gab es den Domingos Piedade, den Supermanager, der wohnte in Köln, war dort verheiratet mit einem rheinischen Mädel. Und es gab natürlich den Rolf Stommelen, es gab den Jochen Nerpasch und den Mike Kranefuß, das waren die beiden großen Motorsport-Generäle. Und es gab als Zuzug aus Mannheim den Jochen Mass. Und es gab außerdem noch aus Wiesbaden zugezogen den Journalisten und Reporter Braun, der jetzt hier dir was erzählen will, der in diese Gruppe reingerutscht ist. Der kannte die natürlich schon vorher und hat sich sehr gefreut, dass er in Köln nicht ganz alleine war. Denn ich war damals mit dem Aufbau der Autozeitung beschäftigt, zusammen mit einigen anderen Kollegen. Und was wir da in dieser bunten Gruppe so alles erlebt haben, war schon eine schöne Zeit. Denke ich sehr, sehr gerne zurück. Und ich will einiges davon aus sportlicher Sicht erzählen, was sich hier in Köln da rund um den Jochen alles so ereignet hat, der aus Mannheim kam. Und vorausschicken will ich allerdings noch, bevor ich dazu komme, etwas, was die wenigsten wissen. Jochens Schlaganfall, der letztlich am Ende zu seinem Tod geführt hat, nach kurzer Rekonvaleszenz, hat in Deutschland stattgefunden. Das wissen die wenigsten. Und zwar in Wirges im Westerwald. Dort wohnt der langjährige Rennarzt Dr. Karl Schuster. Den hat der Jochen im Jahr mehrmals besucht, immer über Jahrzehnte hinweg. Das sind ganz enge, dicke Freunde. Der Dr. Schuster hat den Jochen auch an der Rennstrecke und auch privatmedizinisch betreut. Und es gab immer wieder Besuche über Tage, über Wochen. Und so auch an einem Februartag. Ich weiß jetzt den Tag nicht genau. Der Doc kommt nach Hause, erwartet den Besuch vom Jochen Mass und der liegt bewusstlos vor seiner Tür. Oh Gott. Ohne jetzt ärztliche Schweigepflichten zu lüften, nur so viel, sehr pauschal. Es gab sofort eine Erstversorgung durch den Doc, Transport ins Krankenhaus in der Nähe von Koblenz und nach Stabilisierung und auch relativ sehr zufriedenstellender Rekonvaleszenz innerhalb weniger Tage. Der Jochen konnte am Anfang gar nichts mehr, der war halbseitig gelähmt und durch den Schlaganfall und kam dann aber relativ schnell wieder zu Kräften in Anführungszeichen. Hätte natürlich noch Reha machen müssen, alles Mögliche, ist nach Frankreich zurück überführt worden, hat dort seine Gesundung weiter betrieben und ist dann mit einem Rückfall am 4. Mai in Frankreich verstorben. Aber das Tragische ist, dass er vor der Haustür seines Freundes bewusstlos gelegen hat nach diesem Erstschlaganfall. Warum er dann letztlich diesen Rückfall erlitten hat, gut. Ja, okay, ja. Aber das mit dem Schlaganfall war natürlich bekannt. Wo? Das wussten wir nicht. Wir haben ja alle geglaubt, der Schlaganfall hätte in Frankreich stattgefunden. Aber das war gar nicht so. Ja. Immerhin hat er noch 8 Wochen Zeit gehabt oder gute 2 Monate, nochmal die Hoffnung zu haben, wieder ins normale Leben zurückzukehren. Und er hat sich alle Mühe dazu gegeben. Hat leider nicht gereicht.
Ja, jetzt kommen wir aber nach Köln. Hier haben wir erstmal ein Bild vom Jochen, wie er so 1970, 71 als frisch gebackener Ford-Werksfahrer ausgeschaut hat. Und wenn du dir das Bild betrachtest, siehst du da vor dir einen jungen Mann mit Locken und mit einem zwar kämpferisch geprägten Gesichtsausdruck, aber ich kann dir sagen, die Damenwelt am Rhein hat ihm zu Füßen gelegen. Als Jochen in Köln erschien, waren wir alle für die Mädels gar nichts mehr. Der Jochen war der Superstar, um den drehte sich alles. Der hat sie alle vereinnahmt, allein durch sein Wesen, durch seine Freundlichkeit und überhaupt durch seine Ausstrahlung. Und das war halt fast wie ein Magnet. Sie sind alle um ihn rumgetanzt. Ja? Und wo er war, waren die schönsten Mädels in Köln. Ja? Ich sage es dir, es war unglaublich. Und für uns fiel immer nur der Rest ab. Ja. War ja auch noch gut genug. Aber er war halt, glaube ich, nicht, was ihn unterschieden hat von den anderen, er war nicht so ein hautigen Rennfahrer, sondern der hatte ja immer was ganz tiefsinnig Philosophisches und auch so was Verträumtes. Also wenn er bei mir erzählt von der Seefahrerei und wie er davon geschwärmt hat und vom Sternenhimmel über tiefschwarzer See und so, also das glaube ich schon, dass die Frauen da eher drauf stehen, als auf vielleicht irgendjemand, der immer die ganze Zeit nur von seinen Vollgassachen da erzählt. Ne? Hör mal, der war kaum ein paar Wochen im Land, hatte das schönste Mädel am Rhein schon abgegriffen. Das war das damalige Werbeikone von 4711. Den musst du dir mal vorstellen. Ein bildhübsches Mädchen. Da hätten wir uns nie dran getraut. Ja. Die ist ihm in den Schoß gefallen. Sozusagen. Da musste der gar nichts machen. Ja. Also ist unglaublich. Die Dame hieß übrigens Gabi, fällt mir gerade ein. So, jetzt haben wir blond, hübsch, sensationell, sage ich dir. Dann hat er eine Junggesellenbude bezogen. In der Nähe des Rheins. Ich glaube, das war das Martinsviertel. Schleifte mich dahin und zeigte mir das alles ganz stolz. Vor allem deutete er gleich vielsagend auf sein neues Wasserbett. Ein Riesenteil, das war ja damals, waren das die Anfänge des Wasserbetts, ja. Und dementsprechend hat sich auch die weitere Entwicklung gestaltet. Nach einer offenbar sehr wilden Nacht, mit wem auch immer, ist das Wasserbett ausgelaufen. Okay. Und ich habe mir auch vorgenommen, heute diese Erinnerungen an den Jochen sehr lustig zu halten, weil er hat sein ganzes Leben lustig gestaltet. Und ich finde, da lohnt es sich am Ende nicht noch da in trauernden Worten zu sprechen, sondern dann sollte man sein Leben so wiedergeben, wie es war, nämlich immer fröhlich, immer für ihn hochattraktiv, erfolgreich und vor allem sehr menschlich. Mhm. Und das hat ihn ausgezeichnet. Wir kommen da später noch drauf, das heißt, wir kommen gleich drauf, denn in seiner Kölner Zeit war er sehr oft bei uns zu Hause zu Besuch. Das hat ihm also sehr gut gefallen, dass er da immer mit meiner kleinen Tochter spielen konnte. Die war so 2, 3 Jahre alt. Mit der hat er dann geschäkert und hat mit der irgendwelche Spiele da gemacht, Brettspiele, was weiß ich und was er alles wollte. Der ist auf alles eingegangen. Der hatte ein Herz für Kinder, das glaubst du gar nicht. Das hat den so fasziniert, diese 2-, 3-jährige Tochter von mir, das kannst du dir nicht vorstellen. Und der war einfach hin und weg, wenn er mit der hat spielen können. Und über all die Jahrzehnte, wo immer wir uns später gesehen haben, wir haben uns ja dann aus den Augen verloren, nachdem er aus Köln weg war, nach 4, 5 Jahren und nach Monaco gezogen muss, oder was weiß ich wohin. Die erste Frage, wenn er mich gesehen hat, wie geht's deiner Tochter, wie geht's deiner Frau? Heißt, wie geht's der Maren, wie geht's der Britta? Das war die allererste Frage. Der Jochen hatte eine Fürsorge für Freunde und Menschen, die ihm nahe standen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war ihm das Allerwichtigste, dass es denen gut ging, die er kannte. Und das hat ihn ausgezeichnet und das hat ihn auch menschlich so wertvoll gemacht. Ja. Dass er einfach sich interessiert hat für die anderen, wie es ihnen geht, nicht nur wie es ihm selbst geht. Und das habe ich immer faszinierend gefunden, wie er da auf mich zukam oder auch auf meine Frau und gefragt hat, wie geht's der Maren, was macht sie, geht's ihr gut, gibt's ein Problem? Das kannst du nicht von jedem erwarten heutzutage. Ja, das stimmt. Gerade nicht in der PS-Branche, wo jeder eigentlich nur durch Ellenbogen glänzen muss. Ne? Ja, und das war immer so, bis zum letzten Wiedersehen, was ich erinnere, das war 2013 am Rossfeld, beim historischen Bergrennen. Selbst da war die erste Frage, wie geht's dem Kind, so ungefähr. Ja? Kommen wir aber jetzt zurück zur Kölner Zeit. Er ist, wie gesagt, aus Mannheim zugereist und zugezogen. Die ersten Einsätze hatte er mit einem Alpha, da haben wir auch ein Bild dazu, von seinem Freund, Mentor und Förderer Helmut Hähn aus Mannheim. Dieses Auto hatte das Kennzeichen MA JM555
Ich habe das noch sehr gut in Erinnerung. Er ist nämlich gegen mich gefahren. Ich fuhr ein Köpfchen BMW, er diesen Alpha. Und ich habe mich immer gewundert, wie ein 1600er Alpha GTA ein 2 Liter BMW schlagen kann. Und dann war mir das natürlich irgendwann klar, dass das weniger der Alpha war, sondern der Mann, der am Lenkrad gedreht hat. Wahrscheinlich, ne? Ja, und da haben wir uns eigentlich erst so richtig kennengelernt. In dieser Zeit, als wir Konkurrenten waren. Er fuhr zwar in einer anderen Klasse, ich fuhr 2 Liter, er fuhr 1600. Es gab also auch da unterschiedliche Klassensieger, aber es gab Rennen, wo die zusammengeworfen wurden, die beiden Klassen. Zum Beispiel in Hockenheim beim Saisonfinale. Da hatte ich plötzlich in der Klasse den Harald Ertl in so einem Alpha, ich hatte den Jochen Maas in so einem Alpha, ich hatte den Stuck im Alpina BMW. Das war natürlich eine brisante Mischung, die sich da in einer Sammelklasse zusammengefunden hat. Und ich sage es dir, der ist mir natürlich auch in Hockenheim so manchmal vor der Nase rumgetanzt mit dem 1600er. Der hatte schon einen Drive und einen Drift, mein lieber Herr Gesangverein. Da war schon viel Power dahinter. Gell? Und dieses Talent war natürlich früh erkennbar. Mir war klar, da wächst einer ran, das wird was. Gell? Das war so ein Gefühl, ähnlich wie beim Stefan Belloff und ähnlich auch wie zum Beispiel beim Markus Höttinger oder beim Hans-Georg Bürger oder bei vielen anderen. Wenn du gegen die Leute fährst, erkennst du viel früher, was sie können, als wenn du Außenstehender bist und da ein bisschen guckst, wie die da vorbeisausen. Wenn du die siehst, was die machen im Nahkampf und wie sie dich dann kaltblütigst abzocken, rasieren von oben bis unten, dann weißt du, was aus denen wird oder nicht wird. Das kann ich mir vorstellen, ja. Vor allem, wenn man überhaupt nicht weiß, wie sie es machen. Ne? Jede Kurve fahren die an einem vorbei und außen und man hat einfach keinen Plan, keinen Schimmer, wie die es schaffen. Er hat ja geschraubt, auch bei Hahn, an den Autos und durfte dann dafür fahren, kostete nichts. Und als er nach Köln kam, hat er dann gleich mal einen Vorwerksvertrag bekommen vom Jochen Nerpasch, der ihn längst auf der Rechnung hatte und auf dem Zettel hatte und den Jochen eigentlich ausbilden wollte zum Formelfahrer. Hat aber gesagt, gute Tourenwagenfahrer sind immer auch gute Formelfahrer, nein, umgekehrt, gute Formelfahrer sind immer gute Tourenwagenfahrer. Der Jochen fährt zwar jetzt in unserem neuen Capria S-Programm erstmal 1970 ein bisschen am Berg rum und ich glaube, er hat Europabergmeisterschaft sogar gefahren mit dem Auto und ist da auch Tourenwagensieger geworden. Das war so der Vorläufer des richtigen Capria S. Und der eigentliche Plan vom Jochen Nerpasch, dem er wahnsinnig viel verdankt an Förderung, war der Jochen war ja damals Ford-Sportchef, mit dem Mike Granefuß als Assistent. Der Plan war dass der Jochen Formelfahrer werden sollte. Und wir haben natürlich beraten, was machen wir denn? Wie kriegen wir den jetzt ins Formelauto? Der hat kein Geld und Ford baut auch keine Formelautos, aber Ford baut Motoren. Und zwar für die Formel 3, für die Formel 2 und für die Formel 1. Welch eine tolle Karriereleiter. Jetzt brauchen wir nur noch jemand, hat der Nerpasch gesagt, der dem Burschen ein Auto kauft. Am besten einen March, das war damals das gängige Modell in der Formel 3. Wir spendieren den Motor, wir Ford, ich Nerpasch. Und dann setzen wir den Jochen da rein und dann lassen wir den mal Formelkarriere machen und lassen ihn nebenher Tourenwagen fahren. Dann ist er nämlich unser schnellster Tourenwagenmann. So war die Rechnung. Ja. Weil es ist schon immer so, ein reiner Tourenwagenfahrer wird nie unbedingt ein Superstar in der Formel. Aber ein reiner Formelfahrer, der dort schon Superstar geworden ist immer später ein sensationell guter Tourenwagenfahrer. Das ist eine alte Weisheit. Und viele Formel-1-Fahrer sind in den 70ern Tourenwagenrennen gefahren, um nebenher noch ein bisschen was zu verdienen und vor allem auch die gestandenen Tourenwagenprofis mal richtig anzustreichen, von oben bis unten. Gut, und dann ist die Autozeitung her. Ich bin zu Hans-Wilhelm Gelb, das war unser Chefredakteur damals, habe ihm das vorgetragen, habe Nerpasch und Gelb zusammengebracht, dann hat man beraten, die Autozeitung zahlt ihm das Chassis. Wir waren ja auch neu in Köln, deswegen war ich ja auch in Köln. Die Autozeitung war genauso jung, wie der Jochen Maas in Köln jung war und bei Ford jung war. Und in der Formel 3, die er dann tatsächlich hat fahren können, 1972, denn wir haben ihm nach dem Gewinn des Rundstreckenpokals mit dem Capri, da haben wir auch ein Bild dazu, wie er da in Hockenheim in Richtung Meistertitel fährt, da ist es mit dem roten Spoiler vorne. Da haben wir dann gesagt, okay, die Autozeitung zahlt das Chassis, Ford gibt die Motoren und dann schicken wir ihn in die Formel 3 Hölle nach England. Und da muss er erstmal ein bisschen sich die Hörner abstoßen, dann weiß er, was die Engländer alles aufführen und wenn er zurückkommt, ist er richtig fit. Und genauso ist es gekommen. Ja, und in der Zwischenzeit kam er dann immer mal wieder von seinen Englandreisen in der Formel 3 zurück, hat die Erfolgsmeldungen abgegeben, wir haben schöne Geschichten geschrieben, Nerpasch hat sich das alles angehört, hat sich dort gut geschlagen gegen die Engländer, was heißen will. Die Deutschen sind dort in der Regel immer untergegangen, wenn sie dahin kamen. Und dann hat er bei seinen Besuchen in Köln
immer meistens das Wochenende bei uns verbracht, hat sich da gut bewirten lassen und hat den Blick auf die flache Landschaft rund um Bergheim genossen und brachte seine neueste Errungenschaft mit, die Kawasaki. Von seiner Ford-Gage hat er sich also relativ schnell allerlei Luxus gegönnt, unter anderem auch diese schwere Kawasaki, auf der er ständig Kunststückchen vorgeführt hat. Der ist bei uns vom Haus rauf und runter gefahren, auf dem Motorrad stehend. Gell? Die Leute haben nur noch die Hände vom Kopf zusammengeschlagen. Er hat aber nicht nur bei uns gemacht, das hat er auch in der Fotoproduktion für die Autozeitung gemacht. Das hat er gemacht, wo immer er wollte und konnte und wer es sehen wollte. Das war perfekt, damit hätte er auf Tournee gehen können. Guck dir doch das Bild an. Ja. Das streckt dann noch ein Bein nach hinten und macht noch Gymnastik da oben. Gell? Wahnsinn, ja. Unglaublich. Ne? Es hätte nur noch gefehlt, dass er dann irgendwann das Vorderrad hochreißt und auf dem Hinterrad weiterfährt. Ja. Aber immerhin, er ist nie runtergefallen. Gell? Das nur nebenbei. Das wäre auch jetzt schlecht gewesen mit dem Helm der anderen Seite, nicht auf dem Kopf. Ja. Also. So, dann gibt es ein weiteres Bild größerer Heiterkeit. Das ist entstanden, ich vermute, also ich kann es heute nicht mehr einwandfrei nachvollziehen. Es war entweder nach einer riesigen Fortfährte mit Almdudler und Co. irgendwo in den Bergen oberhalb Tegernsee, vom Tegernsee. Wir haben da alle im Hotel Bachmeier logiert und es gab dann eine Pferdeschlittenfahrt auf irgendeiner Almhütte und da wurde getrunken bis zum Abwinken. Und das könnte das Ende gewesen sein. Es könnte aber auch sein, dass es Rosenmontag in Köln war. Ich weiß es nicht mehr genau. Das war jedenfalls 72 nach einem sehr fröhlichen Zechgelagen. Wir waren beide, der Jochen und ich, abgefüllt bis zum geht nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie wir da wieder ins Hotel zurückgekommen sind. Ob Pferdeschlitten oder ob Taxi oder was weiß ich. Egal. Das Bild mag auch vielleicht ein bisschen ausdrücken, diese ganze Fröhlichkeit, die da stattgefunden hat. Übersprungen habe ich gerade ein Bild, das zeigt ein Briefchen aus Südafrika, aus Salisbury. Und der Jochen ist im Winter immer sehr gerne nach Südafrika geflogen und hat dort den Winter verbracht, hat das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden und ist dort vor allem in der sehr populären Springbok-Serie mitgefahren, meistens als Gaststarter in einem 2-Liter Sportwagen, teilweise auch, glaube ich, mit dem Tourenwagen. Es hat ihm also dort so gut gefallen, dass er praktisch in den frühen 70er Jahren jeden Winter in Südafrika war und dort das wirklich süße Leben mit dem des Rennsports hat wunderbar verbinden können und mir dann immer zum Jahreswechsel einen Brief geschrieben hat. Das musst du dir mal vorstellen. Ein Profi-Rennfahrer setzt sich hin, damals schreibt handgeschriebene Briefe an seine Kumpels. Gell? Ich war ja nicht der Einzige, der so einen lieben Brief von ihm bekommen hat. Da gab es noch mehr. Ich habe extra noch den Umschlag beigefügt. Da steht der Absender Jochen Maas hinten drauf, Salisbury. Und er hat also alles Mögliche mitgeteilt. Darunter gibt es den Satz, ich war wieder viel Wasserski laufen, glaub mir, es gibt hier so viel süße Mädels. Es war mir klar, dass das kommen musste. Was hätte auch anders sein sollen? Und ich glaube, auch seine erste Frau war Südafrikanerin. Ich glaube, das so zu erinnern. Ich denke, die hieß Esther. Bin mir aber nicht sicher. Aber okay, was auch immer, Südafrika war seine zweite Heimat damals, so ungefähr. Das war sein Land, das er so geliebt hat im Winter. Und während wir hier gepippert haben bei Schnee und Eis, die Winter waren ja damals noch richtig streng, hat der Kerl in Südafrika das süße Leben genossen. Gell? Und ist auch noch Rennen nebenher gefahren. Hat er noch Geld verdient. Ja. Ja, hat übrigens eine lesbare Handschrift. Ja, absolut. Kollegen, du hast es gelesen vielleicht, ne? Ja. Konntest du es lesen, hast du das vergrößert? Natürlich konnte ich es lesen, klar. Und fragt auch gleich wieder, wie es uns geht. Ne? Also, ja, natürlich. Frau und Tochter. Ne? Ja, dann waren wir doch tatsächlich auch nach der Tourenwagenzeit nochmal ein paar Jahre später, nämlich 1971, wieder Konkurrenten. Und zwar in der Formel Super V. Das Team von Eberhard Winkler, das sogenannte WR-Team, das war der Westdeutsche Reklamedienst, den der Eberhard Winkler damals vertreten hat. Und er hat da breit gestreut in Nordrhein-Westfalen Werbung platziert und das hieß deshalb Westdeutscher Reklamedienst. Damit hat der Kollege Winkler, der leider auch nicht mehr lebt und mit dem der Jochen jetzt vereint ist da oben, die beiden können dann weiter diskutieren. Der Eberhard Winkler hat gesagt, ich hole mir den Maas jetzt als Topmann und der Braun und der Janke, damals noch
Journalist bei Automotor und Sport, der Manfred Janke, der darf mit dem Braun sich zusammen in einem zweiten Auto abwechseln und gegen den Maas antreten in den Europacup-Rennen. Und so kam es dann auch. Natürlich haben wir beide gegen ihn überhaupt null Chance gehabt. Der ist uns vor der Nase rumgefahren, wie er wollte. Wie immer. Und selbst die größten Bemühungen, ihn wenigstens einmal zu schlagen, sind alle leider gescheitert. Es gab allerdings dann diesen großen Preis von Deutschland, den ich auch nie vergessen werde, 1971 im Vorprogramm der Formel 1. Sonntags war unser Super-V-Rennen über 5 oder 6 Runden, ich weiß es nicht mehr genau. Und der Jochen ist uns allen auf und davon gefahren. Der hat uns in jeder Runde hat er uns 4, 5 Sekunden abgeknüpft. Und, hinter ihm kämpften 4 oder 5 Mann um Platz 2 mit Haken und Ösen, das glaubst du nicht. Wenn ich heute dran denke, kriege ich nur Gänsehaut, wie schön das war. War auch übrigens der Kollege Schurti dabei. Mhm. Der dürfte ja bei solcher Rauferei nie fehlen. Und noch so ein paar andere hartgesottene Typen wie Werner Riedl und Co. Wir haben hier die beiden Bilder, das ist der Jochen hier mit der Startnummer 90, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und das ist das Schwesterauto, da sitze ich drin. Das ist im Bereich des Breitscheid unten, da fliege ich gerade etwas, das heißt ja auch Breitscheid, ich fliege auch da ziemlich breitseits rein. Ist aber noch kontrolliert, ist nicht außer Kontrolle, ist ein schöner Drift, wie ich finde. Sieht toll aus, ja, so ein Foto hätte ich auch gern. Ne? Ja. So, und dann haben wir hier jetzt mal sicherheitshalber das Ergebnis. Gell? Das habe ich mal extra beigefügt, damit ihr mal seht, was da abgegangen ist. Wie viele Runden sind wir denn gefahren? 6 Runden, ne? Habe ich doch richtig geschätzt. 6 Runden, 22,8 Kilometer. Ja. Und so, der Jochen hat gewonnen mit 20 Sekunden Vorsprung. Dann kam dieses Paket 1, 2, 3, 4 Mann, bestehend aus dem Franzosen Hervé Le Guillec, dann Manfred Schurti, der Dritter geworden ist und mich ich glaube, um zwei Zehntel geschlagen hat, so ungefähr. Dann, also Schurti auf 3, ich auf 4, Riedl auf 5. Das war die Gruppe. Und dann kommt der Rest. Ne? Dann kommen die ganz wilden Schweden, Telston, Bertil Roos, Kurt Sarowitzki, Api einen, Huub Vermeulen aus Holland. Aber weit zurück, du. Das stimmt. Ja, aber den haben wir schon ordentlich was aufgedrückt. Gell? Den haben wir schon eine Minute abgenommen. Dem Telston haben wir schon eine Minute abgenommen. Ja. Das will was heißen und das war ein guter. Gell? Also das war ein Mega-Rennen, war mein Bestes überhaupt, an das ich mich erinnern kann in meiner Formel-V-Zeit. Und dann haben wir da oben gestanden und ich habe gesagt, so ein Driss, dass die 3 es gepackt haben. Und ich stehe da unten und gucke mir das jetzt an, die Siegerehrung, und habe das um 2 Zehntel verpennt. In dieser Gruppe wurde so hart gerauft. Ich erzähle dir dazu mal mehr, wenn wir noch die Super-V irgendwann machen. Gell? Ja. Ich wollte das nur mal gezeigt haben. Und dann gibt es hier noch ein Papier. Da siehst du mal, wie eng das war. Das habe ich irgendwo gefunden in irgendeiner Zeitschrift, die schnellsten Super-V-Runden, die da gefahren wurden bei diesem Rennen. Und zwar sind, glaube ich, 6 oder 7 Mann und 7 Fahrer sind unter den Rekord gekommen. Unter den Super-V-Rekord, der damals lag bei 9 Minuten noch was. Sind alle unter 9 Minuten gefahren. Das war alles in dem Match, wo die alle beieinander hingen. Gell? Und der Jochen, da der alleine fuhr, hat er nur die 3. oder 4. schnellste Runde gefahren. Ja. Die schnellsten Runden, die sind gefahren worden in dem Viererpaket, von dem ich gesprochen habe. Da war der Hervé Le Guillec der Allerschnellste. Dann gab es da den Zweitschnellsten, das war der Riedl. Nee, das war ich sogar, sehe ich gerade. Das war ich mit 8,51,3, der Riedl mit 52, der Schurti ist auch dabei, irgendwo da hinten. Ja, also das ist alles ein dichtes Paket gewesen. Da ist noch der Lasse Surveyor mit drin und das war schon eine ganz heiße Nummer. Da fahren da 6, 7 Mann unter 9 Minuten, fahren 8er Zeiten in der Superfahrt. Das war für 1971 war das sensationell, aber auch hart an der Grenze, muss ich sagen. Ich möchte dieses Rennen nie mehr nochmal fahren, hätte ich nie mehr fahren wollen danach, nie mehr. Wenn mir einer gesagt hätte, du kannst es nochmal machen, du kannst es noch besser machen. Dankend abgelehnt. Never. Nicht mehr mit denen. Nicht mehr mit denen. Nein, ganz sicher nicht. Mit den 4, die da um mich rum waren, never. Gut, aber schön war es doch. So, dann haben wir, das ist der Eberhard Winkler, das ist unser Teamchef, der bespricht sich gerade mit dem Jochen Maas, das ist auch ein Bild aus 71. Hat der Jochen einen schicken Rennoverall, gell, in Grau. Muss er mal vorstellen, ne? Das hat er wahrscheinlich von Boss, weil Boss war schon damals einer seiner Sponsoren. Die haben ihm wahrscheinlich ein extra Overall geschneidert in Grau. Es sieht so aus, ja. Also jedenfalls ist das ein sehr modisches und
sehr ansehnliches Teil, was er da hat. Und damals hatten wir alle ja nur fast weiße oder rote Overalls, so ungefähr. Mehr gab es da noch nicht. Und er kommt dann mit dem grauen Modeteil daher. Ja, die beiden sind jetzt im Himmel vereint und können dann ihre Strategie weiter besprechen. Eberhard Winkler ist letztes Jahr gestorben und die haben sich auch nochmal irgendwann vor seinem Tod gesehen. Eberhard Winkler hat auch lange in Monaco gelebt und ist auch erst relativ spät wieder nach Mannheim zurückgekehrt und ist dann auch dort gestorben. Ja, hier haben wir dann auch nochmal eine dunkle Stunde vom Jochen. Das ist einer seiner ganz seltenen Ausflüge in den Fangzaun. Das Ganze hat in Zolder stattgefunden. Da wollte er uns das alles zeigen, wie das geht, und hat gesagt zu mir als Teamkollegen: Fahr mal schön hinter mir her, ich fahre vorne weg und zeig dir die Linie und da bist du genauso schnell wie ich und wir stehen beide in der ersten Reihe. In der ersten Reihe hat nachher weder ich noch er gestanden, aber er stand im Zaun. Der hat mal eben 20, 30 Meter Zaun aufgewickelt. In der Kanalbucht. Beim Rausfahren aus der Kanalbucht. Auf die Gerade. Und da hat er richtig Schmackes drauf. Gell? Da braucht es da halbe Hundertschaft, um ihn und das Auto aus dem Zaun zu befreien. Der war ja eingewickelt. Der hat sich in den Zaun reingedreht, hat alles umgerissen und bei den weiteren Drehern hat er sich wie so ein Verband mit dem Auto in diesen Maschendrahtzaun eingewickelt. Das ist unglaublich. Ja. Maschendrahtzäune gab es auch noch damals in Zolder, so ist das nicht. Dann gucken wir mal weiter. Hier sehen wir nochmal den Super V, und zwar viele Jahre später, nach dem großen Preis von Deutschland, nämlich exakt 51 Jahre später. Das Auto war 2022 am Rossfeld. Das ist Jochen Maas Originalauto, allerdings ohne die Frontflipper, also die beiden Frontflügel fehlen. Ansonsten ist das Auto von Farbe und von allem normal, bis auf die Startnummer. Die ist natürlich jetzt dem historischen Bereich geschuldet und hat also 3 Stellen statt nur 2. Das Auto wurde am Rossfeld eingesetzt und der neue Besitzer hatte dann die Idee, den Jochen Maas einzuladen dorthin und ihn nochmal in sein altes Auto zu setzen. Und dazu haben wir auch das Bild, das sitzt dann unter drin, mit etwas mehr Gewicht als zu den Zeiten seiner großen Erfolge 1971 in diesem Auto. Er füllt das Cockpit jetzt relativ stramm aus, um es mal so zu formulieren. Aber große Freude. Besitzer kniet daneben, das ist der Herr Lehensteiner. Und der Herr Seethaler hat fotografiert. Und das ist ein Dokument, das natürlich jetzt von bleibendem Wert ist. Denn es ist auch für den Jochen ein tolles Wiedersehen gewesen, dieses Auto nochmal in der Hand zu haben und das Lenkrad dazu, mit dem er diese Riesenleistung beim Großen Preis von Deutschland damals im Super V Europalauf vollbracht hat. Vor 51 Jahren. So, das ist jetzt genau, das ist jetzt 2,5 Jahre her. Ne? Wahnsinn, ne? Vorstellen, war im September 22, 23, 24, 2,5 Jahre. Jo. Hier haben wir dann die Fortsetzung von Formel V und Co., nämlich hier ist dann 1972 tatsächlich der Formel 3. Da ist er angekommen. Mit einem schönen Ford-Motor, ein March 72.3, mit Autozeitung-Logo, wir haben es ja bezahlt, die Kiste. Ford-Logo kommt noch drauf für den Motor und dann ging es in die Formel 3-Saison 72, in die harte, in England und vor allem nach Monaco. Da sind wir zusammen hingefahren. Das war vielleicht ein Abenteuer, kann ich dir sagen. Weil der Jochen hat ja mit Zeitplänen und solchen Scherzen nichts am Hut. Der brauchte immer einen, der ihm gesagt hat, jetzt gehen wir dahin, jetzt gehen wir dahin. Gell? Und ich habe im Hotel Hermitage gewohnt und er hatte irgendwo eine Bleibe gefunden in der Nähe des Hafens. Und wir haben uns immer verabredet zum Frühstück, zum Kaffee moins in so einer Hafenpinte mit Blick aufs Meer. Ich werde das nie vergessen. Und es war der erste Trainingstag. Es war ein Donnerstag. Der erste Trainingstag. Es waren 40 Formel 3 geladen, 20 Startplätze waren da, also 20 durften wieder nach Hause gehen. Es gab keine Vorläufe, es wurde nur 2-3 Mal trainiert und danach war die Aussiebung beendet und 20 konnten heimfahren oder zugucken und die anderen 20 hatten einen Startplatz. Das erste Training steht an, ich gucke nur auf die Uhr und sage, sag mal Jochen, was hältst du eigentlich davon, wenn du jetzt mal aufstehen würdest und vielleicht dein Auto mal suchen würdest im Fahrerlager am alten Bahnhof und dann vielleicht mal das Training aufnimmst, das nämlich in wenigen Minuten schon beginnt. Ich glaube, der Mechaniker dreht gerade durch, der hieß Gunnar, es war ein Schwede.
Den haben wir ihm auch noch beigestellt. Also ich sage, Jochen, wir sitzen hier, du guckst völlig versonnen aufs Meer und erzählst mir von deiner Seefahrt und von allem Möglichen sonst und von der Faszination des Meeres und da draußen macht gleich Brumm Brumm und du sitzt hier. Meinst du nicht, dass du dich mal qualifizieren sollst? Ach was, ja, gut, okay. Dann ist er also losgesprintet, hat mich die Zeche zahlen lassen, verschwand, hat alleine den Weg dahin gefunden, immerhin. Und der Mechaniker, der ist bald vor Aufregung zusammengefallen, der hat mir hinterher gesagt, ich habe gesagt, das gibt's nicht, der ist überhaupt nicht da. Das Auto steht am Vorstadt und der Kerl ist nicht da. Ja, alle machen Brumm Brumm und sitzen nervös im Auto und das Auto ist leer. Gut, also hat alles noch geklappt, er hat trainiert und er hat auch alle Trainings gut überstanden, mit dem Resultat, dass er in der letzten Reihe gestanden hat. Als 20. So. Da wusste er schon mal, was hier Sache ist. Gell? Ja. So, und dann wollte ich das noch schnell zu Ende erzählen. Dann begann das Rennen natürlich am, wann war das, am Sonntag früh? Ja, sonntags vormittags wurde das gefahren. Oder samstags, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls hat es geregnet aus Kübeln. Es war grauselig und Jochen hat sich durchs Feld durchgepflügt, ähnlich Stefan Bellow später in der Formel 1 84. Zusammen mit dem Senna. Das war ja auch so eine ähnliche Nummer, wo man dann im Regen praktisch aus der letzten Reihe nach vorne fährt. Und er hat einen nach dem anderen geschluckt. Selbst den damaligen Lotus-Werksfahrer Toni Trimmer, den hat er irgendwann auch noch kassiert. Hier haben wir erst einmal ein Bild von ihm, von dem Auto, das schon leicht beschädigt ist. Das ist noch im Training, das Bild hier. Da hat er schon mit der Schnauze ein Problem gehabt. Und hier haben wir das Bild aus dem Rennen mit viel Regen. Da sehen wir links den Toni Trimmer im Lotus Werks Formel 3 und rechts der Jochen Maas, der ihn mal eben gerade vor Mirabeau außenrum überholt. Gell? Ich kann mich noch sehr gut an die Szene erinnern, ich habe nämlich da gestanden. Gell? Und wenn man genau hinguckt, bei dem vorherigen Bild, wo er da, das ist die Bahnhofskurve, klar, oder das ist der Hafen, ich weiß es nicht genau. Wenn man da genau hinguckt und das Bild größer zieht, dann erkennt man rechts, ganz rechts, die Person ganz rechts ist der Heinz Brüller. Ah, okay. Definitiv ist das der Heinz Brüller und wenn mich nicht alles täuscht, steht neben ihm, ja, den kenne ich doch nicht, ich habe das seit der Stappert, ist aber nicht so. Also ist der Heinz Brüller 100%ig. Das ist mir erst aufgefallen, als ich die Sachen jetzt mir nochmal näher angeguckt habe. Er hat dieses Rennen auf Platz 5 oder 6 beendet. Und das hört sich zwar nicht sonderlich erfolgreich an, war aber eine Riesenleistung aus der letzten Reihe. Riesenkampfgetümmel. Die ganzen Formel-1-Teamchefs haben das gesehen, einschließlich Jackie Stewart. Ich glaube, der Patrick Depailler hat sogar das Rennen gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, damals mit einer Alpine Formel 3. Und es gab am Abend ein Essen im Aero Vista, das ist da oben in Rocquebrunn, das Hotel, was da im Felsen gebaut ist. Das kann man auch von Monaco aus sehen, wenn man da links hoch guckt, vom Hafen aus. Dann hängt das da sehr abenteuerlich über den Felsen. Und da gab es ein Abendessen, das hat der Jochen Nerpasch als Dankeschön organisiert und hat uns eingeladen, den Jochen und mich und noch ein paar andere. Und am Nebentisch saßen Jackie Stewart und Patrick Depailler und die ganze Alpine-Sippe. Und dann kam der Jackie an den Tisch. Ich werde das nie vergessen, klopfte dem Jochen auf die Schulter und sagte nur, "Well done, Jochen." Und das war ein Ritterschlag. Ja, klar. Der Stewart war da schon das erste Mal Weltmeister, 71, das war 72, da war er zum ersten Mal Weltmeister, ein Jahr zuvor. So, das wollte ich nur sagen, das war für den Jochen natürlich wirklich ein unglaubliches Erlebnis, dass der Weltmeister kommt, ihm auf die Schulter klopft. Er hat das Rennen gesehen und sagt, toll gemacht. Wir waren stolz wie Oskar, alle. Ja. Ich habe gesagt, du, Jochen, am Ende, auf der Rückfahrt habe ich gesagt, du, weißt du, dafür, dass du im Hafen da rumhockst und aufs Meer guckst und fast alles verschläfst, ist das nicht schlecht gelaufen. Ja, und dann noch im selben Jahr, 1972, lief das so gut, dass beschlossen wurde, wir setzen ihn mal versuchsweise in den frei gewordenen Formel 2 von Ronnie Peterson. Das war ein March Formel 2, ein roter March, ich werde das nie vergessen. Und zwar beim Eifelrennen haben wir das gemacht. Die Idee kam vom Nerpasch, der hat das auch eingefädelt alles, weil der Jochen hatte ja die besten Beziehungen, das ging ja alles wunderbar. Der Ronnie Peterson musste in Spa am gleichen Tag Sportwagen WM fahren, im Ferrari 375P, konnte also nicht Formel 2 fahren. Der Jochen saß im Ronnie Peterson March am Nürburgring, Nordschleife. Gab's alles damals, gibt's heute nicht mehr, Nordschleife, Formel
3, Formel 2, Formel 1. Ja. Das habe ich vergessen. Sehr schwierig. Und man höre und staune, der Herr gewinnt das Rennen. Gell? Das musst du dir mal reintun. Und zwar in einer sehr souveränen Art. Er blieb immer in der Spitze, hat dann glücklich noch überholt. Einer ist wohl noch ausgefallen und am Ende war er der Sieger. Rupsfalleran. Dann stand er auf dem Podium mit Kranz. Erster Formel-2-Sieg in seiner Formel-3-Saison. Das war schon ein schöner Sprung. Mal eben, mit so einer Leichtigkeit gemacht, ne? Na, das kann ich dir sagen. Da steht neben ihm der Derek Bell, der ist Zweiter, links. Und rechts steht der Richard Scott, der ist Dritter geworden. Das ist also schon eine erlesene Gesellschaft. Auch die Garnierung, da haben wir rechts den Kultrennleiter Kurt Bosch. Über den könnte man einen eigenen Podcast machen, was der so alles angestellt hat und an Kommentaren rausgehauen hat. Ein sensationeller Mann. Und ganz links steht ein altes ADAC-Urgestein, der ehemalige ADAC-Präsident des Gesamtclubs, Hans Breetz. Die haben die Siegerehrung vorgenommen. Ein historisches Foto von 1972, Eifelrennen. So, dann war es nicht mehr weit bis zur Formel 1. Das hat dann schon 1973 stattgefunden. Ich will mich ja hier nicht in weiteren Rennergebnissen ergehen, die sind ja alle bekannt. Seine Stationen, seine Formel 1-Teams, die Sportwagenteams, die Erfolge, der Le Mans-Sieg und. Das haben wir alles schon durchgekaut, an anderer Stelle steht überall nachzulesen. Ich mache jetzt einfach mal so einen Zeitsprung, gehe in die Premiere der Formel 1 in Deutschland für ihn. Das war 1973 schon. Er durfte also schon ein Jahr später, war der schon, stell dir mal dieses Tempo vor. Ja, 71 Ford Capria, er ist 72 Formel 3, 72 Formel 2, 73 Formel 1. So, das war die Saison, da fuhr er eigentlich noch Formel 2 für Surtees in der Europameisterschaft, wurde übrigens, glaube ich, Vize-Europameister und durfte dann schon beim Großen Preis von Deutschland einen Surtees fahren. Ja, kannst du dir das bitte vorstellen, wie das im D-Zug-Tempo gegangen ist. Der Sunnyboy Jochen Maas, der hält hier sein Schild und alles ist wunderbar. Und die Mädels sind verzückt und große Freude. Ja. Ich sag's dir. Ja, und dann rückte die Zeit näher, dass wir nur noch seltener Gespräche miteinander hatten, sowohl offiziell am Mikrofon wie auch als gute Freunde, denn unser Jochen verabschiedete sich irgendwann aus Köln und wurde dann ein eher seltener Gast auch bei uns zu Hause. Und wir haben uns nur noch an den Rennstrecken gesehen, wo uns der Zufall zusammengeführt hat. Ansonsten haben wir uns fast aus den Augen verloren. Weil wenn du dann später in Monaco wohnst und ich auf dem Land irgendwo im Kölner Umfeld, dann ist die Entfernung doch sehr groß und dann triffst du dich am Nürburgring oder mal irgendwo anders. Das war's aber auch dann. Aber der Kontakt ist nie abgerissen und wir haben uns immer gefreut, wenn wir uns gesehen haben. So zum Beispiel 1975 bei der Motorshow in Essen. Da habe ich ihn dann als Interviewgast gehabt. Zum Beispiel stehe hier sehr konzentriert vor ihm, damit mir auch die nächste Frage ja nicht entfällt. Was ich sonst noch so von ihm wissen wollte. Ich habe ja immer bei meinen Interviews die nächste Frage schon im Kopf gehabt. Gell? Und deswegen habe ich ständig nur immer nachgedacht, was fragst du als nächstes? Und manchmal habe ich da ein bisschen verkniffen ausgesehen, wie da zum Beispiel. Ja, dann haben wir auch nochmal 75 uns getroffen bei einer etwas merkwürdigen Rennwagenausstellung in Köln, die in einem großen Zelt stattfand am Rheinufer. Das war die Zeit, wo jeder glaubte, mit Rennwagenausstellungen Geld verdienen zu können. Vorgemacht hat es die Motorshow in Essen und alle haben es nachgemacht natürlich und jeder wollte ein paar Mark in die Kasse spülen lassen durch ein paar Rennautos, die man da hingestellt hat und die Zuschauer, die ordentlich in die Kasse bezahlt haben. Ne? Ja, und dann hat man uns dahin beordert, uns beide. Der Jochen sollte mir dann ausgerechnet mir überreichen an unserem Spielplatz in Köln einen Ehrenpokal zum Gewinn der Renault 5 Meisterschaft. Was eine Gaudi. Wir haben natürlich da ein Schauspiel draus gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben die Leute so veräppelt, es war unglaublich, was wir da aufgeführt haben. Er hat dann gesagt, erzähl doch mal, wie es so gelaufen ist. Dann habe ich gesagt, schlecht. Und so ging das immer hin und her. Es war ein wunderbares Gespräch unter Freunden und die Leute hatten ihren Spaß, aber ernsthaft war das keineswegs. Ne? Und ich stehe dann da mit meinem schönen Sakko und mit meiner Schlaghose und einem Pokal in der Hand. Es ist herrlich. Und der Jochen ist derjenige, der übergibt. Ja, nicht der sich übergibt, aber den Pokal.
Dann hat es eine lange, lange Zeit gedauert, immer wieder Zeitsprünge, wo wir uns nochmal wirklich vor dem Mikrofon gesehen haben, war zum Beispiel 2012 bei der Vorpressekonferenz zur Motorshow in Essen. Da hatte der Wolfgang Schöller die grandiose Idee, 3 Generationen Le Mans-Sieger auf die Bühne zu holen, für die Journalisten, die da in diesem Saal Ruhr, glaube ich, hieß der, versammelt waren in der Messe Essen. Und das Thema war auch Le Mans, dieser Motorshow. Und da habe ich tatsächlich mich mit 3 Generationen Le Mans-Sieger unterhalten können. Es stehen auf dieser Bühne mit mir zum Gespräch von links nach rechts Alexander Wurz, ganz links. Der hat 1996 mit einem Porsche von Reinhold Jöst gewonnen. Offener Porsche 936, glaube ich, war das. Dann haben wir in der Mitte Jochen Maas. Das ist der 89er-Sieger, erster und einziger Le Mans-Sieg für ihn. Mit dem Mercedes C9 im Sportwagen, auch Silberpfeil genannt. Es saßen mit im Auto bei ihm der Manuel Reuter und ich glaube der Stanley Dickens, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann der Hans Herrmann natürlich. 1970, Porsche 917, Partner Dickie Edwards. Dann habe ich die 3 da stehen und da muss ich sagen, das ist mir schon unter die Haut gegangen. Mit so 3 Typen reden zu können, diese 3 Generationen Rennsport, das war schon was. Du, da kriegst du Gänsehaut. Glaub mir das. Ja, wenn man sich das vorstellt, dass Hans Herrmann fast 20 Jahre älter ist nochmal als Jochen Maas. Ne? Der Hans ist ja jetzt 97 inzwischen. Ja, 19 Jahre älter. Der Hans Herrmann. Ein Wunder, sage ich dir. Ja? Du, und, wir haben nachher noch zusammengesessen im Restaurant und haben schwer geschäkert und gelacht und Revue passieren lassen, dies und das und jenes. So wie zum Beispiel auch 2013 am Nürburgring. Jetzt mache ich wieder einen größeren Zeitsprung. Das heißt, so groß ist der gar nicht, das war ein Jahr später, das war 2012, das ist 2013. Da hatten wir am Nürburgring die Jubiläumsveranstaltung oder Gedenkveranstaltung Stefan Bellow, 30 Jahre absoluter Rundenrekord Nürburgring. Diese berühmte Rekordrunde vom Stefan, 6:11. Und darüber wurde geredet mit seinen Konkurrenten. Der Jochen, der hier mit mir im Gespräch steht, war ja einer seiner Teamkollegen damals, genauso wie Derek Bell, Jackie X und so weiter und so fort. Jochen erzählt, und zwar ist das so ein Punkt wieder, da wissen auch die wenigsten noch, dass er da auch Mentor war für den Stefan Bellow. Der hat auch dem Stefan bei Porsche so viel erzählt und beigebracht und hat so praktisch sein Schutzmäntelchen über ihn gebreitet, so wie er das bei Michael Schumacher, bei Mercedes gemacht hat, Karl Wendlinger, Heinz-Harald Frenzen. Der Stefan Bellow hat vom Jochen Maas wahnsinnig viel gelernt und profitiert. Und von seiner Erfahrung und vor allem von der Tatsache, dass er immer als Ratgeber zur Verfügung stand im Porsche-Werksteam. Das sind auch Dinge, die vielleicht nicht alle wissen. Und das sollte man ruhig auch mal sagen. Der Jochen hat sich immer gesorgt um andere, sei es um persönliche Freunde und deren Familienmitglieder oder auch um Rennfahrerkollegen. Das war ein sozial eingestellter Mensch. Das gehst du heute mal suchen, wo du das noch findest, wo jeder nur an sich denkt. Ja. So, da reden wir also genau über diese Zeit. Es war ein wunderschöner Abend, wo viele, viele Zeitzeugen da waren und wir haben alle den Stefan nochmal hochleben lassen und uns daran erinnert, was er uns alles gegeben hat, an sportlicher Leistung, an menschlicher Stärke und an Qualität, sowohl im Rennauto als auch als Mensch. Das war schon eine ergreifende Veranstaltung. Das wird uns nochmal dieses Jahr unter die Augen kommen und wird uns nochmal beschäftigen, nämlich am 1. September. Da haben wir nämlich den 40. Todestag. Ja, so sieht's aus. Also, und das ist dasselbe Jahr im September beim Rossfeld-Bergpreis. Da war er als Ehrengast auch geladen, wie auch 2022. Da war ich allerdings nicht mehr da. Ich selbst war da auch derjenige, der ein bisschen was erzählt hat über die alten Autos und die alten Fahrer bei diesem historischen Rossfeld-Bergpreis. Edelweiss-Bergpreis heißt die Veranstaltung. Da hieß sie, es gibt sie jetzt nicht mehr. Ersatzveranstaltung ist am Salzburgring. Ja, du siehst, hier gibt es ein Interview mit dem Jochen. Das ist unser letztes Bild. Das ist in Berchtesgaden, in einem Hotelfoyer, wo die Leute auf der Straße praktisch in einem offenen Bereich da alle zuhören konnten und das alles sehen konnten. Und wir haben
da uns eine gute Zeit nochmal gemacht, viel ausgetauscht an Erinnerungen und es war ein schönes, launiges Interview und man sieht auch, dass der Jochen in dieser Sache völlig aufgeht. Es ist ein Bild, wo beide sehr entspannt sind, wie ich finde. Das stimmt. Es erinnert mich einfach an eine wunderbare Zeit mit ihm, vor allem in Köln, aber auch späterhin bei den etwas seltener werdenden Treffen, überall auf der Rennstrecke, wo es immer gerade ging. Es war einfach mit ihm, gerade in Köln in den frühen Jahren, ein Paradies. Und sowas kommt nie mehr wieder, definitiv nicht. Auch mit den anderen Kumpels, die da drumherum waren. Wir sind ja immer losgezogen zusammen. Das stimmt. Es tut weh, das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Andererseits macht es auch Freude, weil es einfach eine herrlich unbeschwerte Zeit war. Und der Jochen war mittendrin. Er war der Garant für die gute Laune. Er war der Garant dafür, dass alles immer irgendwie gepasst hat und keiner sich über irgendwas ärgern musste. Wir haben ihn zusammen nochmal interviewt und zwar 2022 bei dem BMW Legendentalk zum 50-jährigen M-Jubiläum am Nürburgring. Das war natürlich auch ein tolles Interview. Er fuhr das BMW-Rennen mit, ne? Ja, genau, ja. Da war er ja auch schon körperlich. Obwohl er im Leben nie BMW-Fahrer war, davon abgesehen. Ja, richtig, genau. BMW-Fahrer mitfahren. Ja, genau. Das war mehr so Nürburgring-Legenden, ne, weil es am Nürburgring stattgefunden hat. Ich fand es jetzt nicht so traurig heute. Es ist zwar traurig, aber trotzdem fand ich das eher fröhlich, was wir hier gemacht haben. Das war auch im Sinne vom Jochen, dass wir hier nicht rumhängen und jammern, sondern dass wir uns nochmal seiner so erinnern, wie er war. Eine fröhliche Gestalt, ein fröhlicher Mensch, ein positiver Mensch, ein sozial eingestellter Mensch und ein Rennfahrer wie aus dem Bilderbuch. Und ein Mensch, der ganz, ganz viel hinterlassen hat und ganz viel Freude gemacht hat. Und das liest man und das freue ich mich total drüber an diesen ganzen Kommentaren. Egal, wo man irgendwelche Posts sieht, die Kommentare darunter sind fast immer vom Tenor. Ich habe ihn vorletztes Jahr noch beim OGP hier, da. Also der war ja wirklich auf jedem Klassiker-Event. Der war auf jeder Messe, der war auf der Retro-Classics, auf der Techno-Klassiker. Überall. Und überall hat er sich ewig Zeit genommen für seine Fans. Und ganz viele Leute haben gesagt, ich habe fast das Gefühl, ich war mit dem befreundet, so lange hat er mit mir gesprochen. Und man konnte ihm eine Frage stellen und dann hat er geredet und keinen stehen lassen und Autogramme gegeben und Fotos natürlich und Selfies. Also so habe ich ihn ja auch kennengelernt. Ich habe ihn das erste Mal in Goodwood angesprochen. Da war ganz der Podcast gerade raus. Der wusste natürlich nicht, wer ich bin, aber da habe ich schon mit dem gesprochen, habe ich gedacht, das gibt's gar nicht, wie der mit mir redet. Das ist der große Jochen Maas. Und das muss ich wirklich sagen, und das ist hängen geblieben und das haben, glaube ich, die Fans auch zu würdigen gewusst und das freut mich, dass man das jetzt immer wieder liest unter diesen ganzen Posts, irgendwie, dass der so sich in die Herzen der Fans geredet hat, sozusagen. Ja. Der Jochen hat seine Freundschaften gepflegt. Der hatte ein so großes Herz, was Freunde und Freundschaften anging, das hat er nie vernachlässigt. Das war ihm so wichtig. Ja. Und er hat Menschen gehasst, die oberflächlich sind und die nur nach den Vorteilen gucken. Nach dem Motto, mit dem muss ich jetzt reden, weil da könnte ich was erwarten. Und wenn ich das bekommen habe, dann ist es erledigt, dann Abtritt, euer Ehren. Oder aber ich habe es nicht bekommen, dann ist erst recht erledigt. Das hat der Jochen gehasst wie die Pest. Er war einer, der menschlich agiert hat, der von Freund zu Freund immer der war, den man gekannt hat, der sich nie verändert hat. Ein ganz treuer Weggefährte und treuer Geselle, wie du ihn in der Form nur selten findest. Und das sollte das Schlusswort sein und damit haben wir ihn auf die Reise geschickt. Das heißt, er hat die Reise schon angetreten, aber das soll in Erinnerung bleiben, dass er unter den Rennfahrern eher einer derer war, die die Menschlichkeit gepflegt haben, was nicht selbstverständlich ist. Heute schon gar nicht mehr. So, jetzt. Damit lassen wir es gut sein. Damit lassen wir es gut sein. Es wird noch eine Trauerfeier geben, das weiß ich. Wir wollen ja jetzt gar nicht zu viel verraten. Und was ich gehört habe, ist, dass er auch zu seinen Wurzeln sozusagen zurückkehren wird. Und es wird irgendwann im engsten Familienkreis eine Zeremonie geben, wo seine Asche dem Ozean übergeben wird. Und ich finde, da schließt sich auch ein toller Kreis, weil er ja wirklich sein Herz an die Seefahrerei auch verloren hatte. Und so ging das bei ihm alles mal los, bei dem Dorfener. Ich hoffe, Dorfen wird ihn auch irgendwann nochmal würdigen. Er wird dahin zurückkehren, letztlich, wo er seine große Liebe gefunden hat auf dem Meer. Das Meer war für ihn alles. Ja. Und die Seefahrt sowieso. Und dann fällt mir immer wieder unser Café in Monaco ein, dass ihm sogar der Motorsport fast durchgegangen wäre, vor lauter Blick aufs Meer und vor lauter Fernsicht und was es da alles noch so zu sehen gab und Schwelgen in Seefahrerzeiten. Der Jochen konnte stundenlang erzählen.
von seiner Seefahrt. Du glaubst es nicht. Und ich finde, damit beenden wir auch unser heutiges Gespräch. Rainer, erstmal vielen, vielen Dank für deine tollen Erinnerungen. Wie immer ist das fantastisch und auch die Fotos, die das Ganze so lebendig machen. Und er schwärmt bei mir im Podcast von der Seefahrerei. Und ich würde sagen, das Wort hat er jetzt und wir blenden das Video nochmal ein, wo er erzählt, wie er die Seefahrerei erlebt hat. Alles klar. Mach's Ich gut. freue mich, dass du mir die Chance gegeben hast, das auch nochmal hier auszubreiten. Ich finde, es hat er verdient und ich habe es gerne gemacht. Es war mir bei aller Trauer und bei allem Leid ein Vergnügen. Ja, mir auch, wie immer. Okay. Rainer, mach's gut, vielen Dank. Gerne. Bis bald. Ciao. Das Meer allein, ein Schiff, was durchs Wasser fährt, mit 17, 18 Knoten, hat eine gewisse Romantik in sich. Und ich ging immer die 4-8-Wache. Das war die Wache des ersten Offiziers. Und das war von morgens 4 bis 8 und nachmittags bis abends. Und ich war gerne morgens, bin ich also aufgestanden um 20 vor 4. Jahrelang habe ich das gemacht. Und das war toll. Da stehst du nachts auf der dunklen Brücke oben und schaust aufs dunkle Meer und den dunklen Himmel, wenn du nicht gerade wunderbaren Vollmond hast oder irgend solche Sachen. Und dann kommt der Sonnenaufgang. Und je nachdem, in welchen Fahrtgebieten du dich befindest, hat das sehr viel Faszination, weil das Meer ist lebendig. Du siehst dann wirklich die Wale. Also wir hatten noch Pottwale, jede Menge, die sprangen zum Teil fast ganz aus dem Wasser. Das war schon beeindruckend. Und naja, das war eigentlich die schönste Zeit, die ich so in meiner Jugend empfunden habe. So diese Freiheit auch.